Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Da bin ich wieder. Wir haben heute Montag, den 30. September. Heute ist der letzte Septembertag. Mensch, Kinder, es ist nur noch ein Monat. Naja, gut. Aber bald ist auch Vlogmas-Time. Ich freue mich schon. Ich weiß, wir sind gerade erst im Herbst, aber ich finde immer, der Herbst ist immer so schnell vorbei. Aber irgendwie freue ich mich jetzt schon auf die Adventszeit. Ich musste kurz was besorgen und da musste ich jetzt gleich zur Arbeit. Und dann habe ich gerade festgestellt, dass ich meine Wimpern vergessen habe anzukleben. Das heißt, ich bin gerade ohne Wimpern unterwegs. Wobei, ich habe natürlich schon Wimpern noch, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen nackt. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen knapp, weil ich muss jetzt zur Arbeit. Und jetzt bin ich halt überlegen, ob ich jetzt noch schnell nach Hause fahre. So, ich war noch mal zu Hause und ich habe mir Wimpern noch schnell angeklebt, weil irgendwie habe ich es ohne nicht gefühlt. Und ich hatte ja schon mal im letzten Vlog gesagt, dass ich diese Tattoo Brows so liebe. Guck mal, das sieht so toll aus. Allerdings gibt es eine Sache, die daran nervig ist. Weil ich weiß, Augenbrauen sind keine Zwillinge, sondern Schwestern. Und beim Malen war das ja auch oft so, dass man das nicht immer so hundertprozentig hinbekommen hat. Und beim Kleben ist es genauso. Ich habe manchmal das Gefühl, die ist ein bisschen höher, die ist ein bisschen niedriger, dann nervt mich das. Ich hatte das auch schon mal ein, zwei, dass ich es dann wieder abgemacht habe und nochmal geklebt. Aber ich glaube, heute hat es ganz gut hingehauen. Ich glaube, das hängt auch mit meiner Stirnform zusammen, weil ich habe so das Gefühl, diese Seite ist so ein bisschen abgesackter, kann man das so sagen? Und die ist ein bisschen prominenter und ich finde, dadurch wirkt das manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen. Also ich finde, meine Stirn ist nicht so ganz symmetrisch gefühlt. Genau, und ich bin jetzt gleich im Büro. Und es ist schönes Wetter heute. Es ist so ein richtig schöner, sonniger Herbsttag. Lieben wir. Lieben wir. Ja, ihr Lieben, so wir haben Dienstagabend und generell ist heute eigentlich nicht viel passiert. Ich war heute arbeiten und ja, dann habe ich noch jetzt hier in der Wohnung sauber gemacht und Wäsche gewaschen und ich werde jetzt gleich nochmal, glaube ich, in den Keller gehen und da nochmal ein bisschen aufräumen, schon mal anfangen zu sortieren, ein paar Sachen runterbringen und ja, jetzt, I don't know, ich merke halt gerade irgendwie, dass ich gerne schnell hier fertig werden will, weil irgendwie aktuell ist es jetzt alles so ein bisschen baustellenmäßig, habe ich das Gefühl, weil dadurch, dass der Schrank weg ist, fehlt mir halt Platz und Verstauen und sowas. Naja, auf jeden Fall wollte ich auch nochmal sagen, dass ich auch jetzt die Tage neue Lampen anbringen werde. Das plane ich auch schon länger. Ich wollte das schon selber machen vor ein paar Tagen, aber irgendwie ist dann da im Flur was passiert. Also was heißt passiert? Es war halt so, dass plötzlich so die Sicherung rausgeflogen ist und dann ging meine Lampe nicht mehr und dann dachte ich, die Kabel wären kaputt. Jetzt waren heute Morgen Elektriker da, hat sich das angeschaut, hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Ich hätte die Lampe falsch angeschlossen. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt wenigstens wieder Licht im Flur und am Freitag kommt mein bester Freund und hilft mir halt, meine neuen Lampen anzubringen. Ich möchte gerne nämlich vorne jetzt 2 Lampen aufhängen. Dann möchte ich die eine Lampe, die vorne im Flur ist, in die Küche hängen. Und ich möchte gerne auch noch im Ankleidezimmer und im Badezimmer eine neue Lampe anbringen. Ja. Genau. Ja, I'm ready. I'm in my renovation mode. Aber ich möchte, dass es irgendwie auch schnell fertig ist.
Guten Morgen, wir haben heute den 3. Oktober. Heute ist Tag der Deutschen Einheit, also ein Feiertag. Und ja, ich bin gestern ziemlich früh schlafen gegangen. Ich war sehr müde. Ich hatte erst überlegt, ob ich rausgehe, irgendwie was mache, ein bisschen Party oder so. Aber ich habe mich dann dagegen entschlossen, weil ich einfach so müde war. Und ja, wir haben jetzt 10 Uhr und ich habe mir jetzt gerade was zu trinken gemacht. Ich habe ja morgens immer meine Routine. Meine neueste Routine ist, habt ihr gerade gesehen, dass ich jetzt, also Apfelessig trinke ich ja sowieso schon sehr lange, jeden Morgen. Verdünnt in Wasser natürlich. Und ich mache jetzt auch noch immer einen Esslöffel Olivenöl mit dazu. Weil Olivenöl ist halt auch richtig gut für den Körper und ist halt auch sehr, sehr, sehr gesund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, ich mache mir Salate, aber ansonsten ist meine Ölzufuhr, glaube ich, ein bisschen zu wenig manchmal. Und deswegen mache ich das jetzt jeden Morgen. Und ich finde, durch den Apfelessig merke ich das gar nicht, dass dieser Esslöffel Olivenöl mit da drin ist. Und danach trinke ich immer meinen Zitronensaft. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt in den Keller gehen. Denn ich hatte euch ja schon in dem letzten Vlog gesagt, dass ich gerade hier, ihr wisst, ich bin am Renovieren. Und ein Projekt, was für mich auch nochmal wichtig ist, ist der Keller. Ich habe diesen Keller, glaube ich, schon mehrmals in meinen Vlogs gezeigt. Aber es schleicht sich immer wieder das Chaos ein. Und ich will jetzt wirklich heute Abend nochmal, heute Morgen, nicht heute Abend, ich will jetzt einmal richtig sortieren. Das heißt, ich packe auch die Sachen zusammen, die zusammengehören, werde nochmal aussortieren und dann will ich jetzt morgen oder übermorgen nochmal zu Ikea fahren. Ich will auch nochmal den Schrank ausmessen, die Schränke, die ich unten habe oder die Regale, damit ich weiß, wie viele Boxen ich kaufen kann, die da reinpassen. Und dann will ich ganz viele Boxen und auch mit Beschriftung, dass ich immer weiß, okay, hier ist Herbstdeko, Weihnachten, Elektrogeräte, solche Sachen. Und da will ich bin jetzt motiviert, das zu machen, deswegen gehen wir jetzt in den Keller und fangen halt an. Und dann denke ich mal, werde ich heute Nachmittag noch mal rausfahren, weil die Sonne kommt doch raus. Es hat die ganzen Tage ja nur geregnet. Und ich glaube, dann werde ich heute noch ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen rausgehen, vielleicht auch noch Freunde treffen. Mal gucken. So, und ja, wie man sehen kann, hat sich schon wieder das komplette Chaos hier eingeschlichen. Es liegt schon wieder alles voll und weil ich dann auch die Sachen immer nur reinschmeiße und ja, I don't know. Und eigentlich ist es ein cooler Keller, weil der ist eigentlich ziemlich groß und vor allem ist der trocken. Das heißt, hier stinkt nichts, hier gammelt nichts und ja, aber so schaut es leider aus und ich bin jedes Mal dann so überwältigt, dass ich dann keine Lust habe, was zu machen. Ja, ich würde sagen, I don't know, ich starte mal. Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall jetzt schon besser. Ich habe nochmal ordentlich umsortiert, aussortiert und genau, das sind so Kisten, die ich sammle, wenn ich Sachen verschicken bei Vinted und so. Das muss weg, das muss noch zum Wertstoffhof, das auch. Das kommt zum Wertstoffhof und dann ist es schon mal wieder freier. Und dann muss ich nochmal gucken, ob ich noch Boxen brauche oder nicht. Ach, ich weiß auch nicht, ich bin trotzdem nicht happy damit. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser. So, Costume Change, wie man sehen kann. Ja. Ach, ich weiß nicht. Findet ihr den Look gut? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute neue Klebebrauen. Und ich glaube, mir sind die einfach ein bisschen zu dunkel. Ne? Das ist halt so ein sehr dunkles Braun. Und irgendwie, weiß nicht, ob ich das so fühle. Naja, auf jeden Fall war ich jetzt gerade noch ein Fußballspiel angucken, weil Max hat heute ein Fußballspiel. Und es ist so kalt. Und ich bin halt mit dem Fahrrad hingefahren und weil ich mich einfach heute so ein bisschen bewegen wollte, weil ich gar keinen Sport gemacht habe.
Und jetzt chill ich gerade auf dem Sofa. Und ich glaube, heute wird nicht mehr passieren. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich den Keller angegangen bin und dass ich echt gut wieder Ordnung reingeschafft habe. Und ich glaube, ich werde dann am Samstag nochmal zum Wertstoff... Ah nee, das geht gar nicht. Wir sind Samstag auf einer Hochzeit, fällt mir gerade ein. Und vielleicht schaffe ich es vormittags. Ich muss auf jeden Fall nochmal zum Wertstoffhof fahren und ein paar Sachen wegbringen. Und ja, that's it. Hallo ihr Lieben, ja, wir haben heute Samstag und ich bin gerade auf dem Weg zu einer Hochzeit von einer Freundin. Und ich konnte heute Nacht so schlecht schlafen und ich bin sehr müde, aber ich freue mich jetzt. Ich habe mir jetzt erstmal noch schnell vom Supermarkt einen Red Bull geholt. Ich brauche jetzt noch einen Red Bull, ich brauche Energy. Und ich zeige euch gleich nochmal mein Outfit. Weil jetzt kann man noch nicht so viel sehen, aber ich habe so ein altes Kleid angezogen, was ich noch im Schrank hatte. Und ein paar Boots, also es ist sehr leger eigentlich. Aber I like my makeup today. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Sonntag und ja, gestern waren wir auf der Hochzeit. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Hochzeit mit super, super viel Spaß und ich habe die Zeit sehr genossen und nochmal alles Gute an Olivia und Maxi. Ich freue mich sehr für euch und danke auch für die Einladung. Und ja, wir waren dann so gegen 1 zu Hause und ich habe jetzt halt bis um 8 geschlafen. Bin jetzt aufgestanden und am Freitag war ein guter Freund von mir hier und oder mein bester Freund und hat mir geholfen, neue Lampen anzubringen. Und ich bin ja auch nicht nur hier im Ankleidezimmer, auch in der Wohnung, weil will ich so ein paar Sachen umgestalten nochmal. Und eine Sache war auf jeden Fall neue Lampen zu haben, schon mal auch hier im Ankleidezimmer und auch vorne im Flur. Und das zeige ich euch gleich mal. Ich muss jetzt gleich Löcher verschließen, Bohrlöcher von den vorherigen Lampen, weil hier allein in dieser Decke hingen schon gefühlt 8 Lampen. Und ich zeige euch gleich mal, wie schlimm das aussieht. Und das werde ich jetzt machen. Erstmal diese Löcher mit Multifill verschließen und danach muss ich dann ein bisschen überstreichen. Außerdem muss ich vorne auch noch Kristalle an den Kronleuchtern anbringen, aber ich zeige euch das jetzt erstmal. So, das ist unsere neue Lampe im Ankleidezimmer und wie man sehen kann, habe ich da schon ordentlich rumgebohrt. Und ich finde die Lampe super, super schön, wobei sie so eine Art Kronleuchter ist, aber sehr schlicht, nicht zu lang, auch nicht zu weit nach unten. Und ich finde, die Lampe macht dieses wunderschöne Deckenlicht, sieht aus wie so eine Sonne. Ich muss da noch eine andere Glühbirne machen, die gefällt mir jetzt noch nicht. Da möchte ich eine schönere haben, ein bisschen so retro und auch noch ein bisschen heller. Aber ansonsten bin ich wirklich sehr happy mit der Lampe. Im Flur habe ich ja diese Lampen und ich hatte eine von den Lampen in der kleineren Version halt vorne im Vorderflur hängen. Und die haben wir jetzt hier in die Küche gehangen und da muss ich auch hier an der Ecke nochmal streichen und ein Loch schließen.
fertig. Ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen geändert und ja, ich zeige es euch jetzt mal. Also, das ist jetzt unser neuer Eingangsbereich. Ich habe jetzt hier so 2 Kronleuchter hängen. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Es war halt so, dass ich bisher immer nur hier eine Lampe hatte. Die hängt ja jetzt in der Küche, das zeige ich euch gleich nochmal. Und hier war immer so eine Lampenöffnung. Ich hatte nur so eine weiße Kappe da drüber und das fand ich immer nicht so schön. Und ja, und dann hatte ich schon seit Monaten halt diese Kronleuchter in meinem Warenkorb und habe das so ein bisschen von mir hergeschoben. Und jetzt habe ich es endlich gemacht und ich finde, das passt halt super gut jetzt in den Raum. Ich habe mir ja auch dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, mir diese Schuhregale nochmal geholt. Und habe jetzt dann das Regal, was hier war, dann dahin getan. Und ich finde es einfach echt schön jetzt hier im Eingangsbereich. Und ja, und jetzt sieht man da auch nicht mehr immer diesen hässlichen, dieses hässliche Lampenkabel. Und ich finde, wirkt sehr elegant. Oder was sagt ihr? So schaut es dann nochmal im Dunkeln aus. Ich muss nochmal die Glühbirnen jetzt wechseln. Wir müssen nochmal so klare Runde rein. Ich wollte auch erst Kerzen nehmen, aber die gucken dann hier oben so ein bisschen raus. Das finde ich nicht so schön. Deswegen werde ich halt nochmal gucken nach so durchsichtigen Runden. Und genau, und dann habe ich hier gleichzeitig im Vorderflur auch nochmal was geändert. Und zwar hatte ich hier eigentlich Bilderrahmen hängen mit Bildern aus Hannover. Die habe ich jetzt hier weggenommen und habe jetzt hier diese Spiegel rausgeholt. Die hatte ich noch im Keller. Ich habe das voll vergessen und ich finde, das passt gut mit dem Gold im Vorderflur. Und die Bilder, die ich aus Hannover hatte, die habe ich jetzt hier in die Küche gehangen. Das finde ich halt auch so ein bisschen schöner und stimmiger im Raum, weil ich hatte vorher so bunte und ich finde, das hat nicht so gut hier reingepasst. Ja, und das sind auf jeden Fall jetzt so die Fortschritte, die ich halt beim Renovieren habe. Ich bin auch überlegen, diese Lampe wieder zu ändern, weil ich glaube, es gibt den Kronleuchter, den ich dort habe, auch nochmal in größer. Und ich glaube, hier im Wohnzimmer würde sich das auch ganz schön machen, oder was meint ihr? Ja, I don't know, weil ich fand das damals ganz cool, aber jetzt irgendwie finde ich es auch nicht mehr so schön. Und ich glaube, dieser Kronleuchter würde hier auch ganz gut aussehen. Hier im Wohnzimmer bin ich ja, also generell könnte ich ja immer alles gefühlt neu machen. Generell bin ich eigentlich so, wie es hier aussieht, zufrieden. Klar, ich würde gerne immer noch mal einen anderen Couchtisch haben, aber da setzt sich halt Max irgendwie durch, dass ich den nicht ändern kann. Und die hatte ich auch schon mal überlegt, das vielleicht noch mal zu ändern irgendwie, aber ja, eigentlich finde ich es schön, oder nicht? Was sagt ihr? Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt nächste Woche dann zu Ikea fahren. Und ich denke mal, dann werden wir auch dann endlich diesen Schrank zusammenstellen und bestellen, damit es dann da drüben auch fertig ist. Und ich bin jetzt irgendwie überlegen, aber eigentlich ist dann alles so in der Wohnung, wie es sein sollte. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Montag und ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht, weil ich jetzt gleich ins Büro fahre. Und this is my look. Ja. Ach, ich weiß immer irgendwie nicht, was ich anziehen soll, gefühlt. Und deswegen wird es meistens immer eine Leggings und irgendein Top. Aber hey, wenigstens sieht schick aus, oder nicht? Naja, auf jeden Fall, ja, geht's gleich ins Büro und ich glaube, mehr wird heute auch nicht passieren. Morgen ist ja dann Dienstag und morgen wollen wir eventuell dann zu Ikea fahren und zusammen nochmal die Sachen angucken, das zusammenstellen. Das werde ich heute auch nochmal nebenbei machen, dass ich schon mal alles jetzt nochmal komplett zusammenstelle und abspeichere. Und vielleicht bestellen wir dann auch schon die Sachen, weil irgendwie nervt mich diese Ecke. Und wenn der Schrank da ist, dann ist eigentlich fast alles wieder ready. Da muss ich wieder gar nicht mehr so viel machen in der Wohnung. Deswegen, es wäre ganz schön. Und der Schrank bekommt ja dann noch seinen Aufsatz. Und hier kommt ja auch noch was in die Ecke dann. Genau, ja, das ist so mein Plan für die Woche.
Hallo, wir haben den nächsten Tag und ja, eigentlich wollte ich heute mit Max zu Ikea fahren, aber das hat jetzt irgendwie nicht geklappt und mehr ist auf jeden Fall heute nicht passiert. Ich habe heute gearbeitet und ja, wie schon gesagt, der Plan war jetzt heute eigentlich mit Max zu Ikea zu fahren, dass wir dann uns nochmal die Sachen angucken, bevor ich sie bestelle, aber ja, mal gucken. Dann machen wir das auf jeden Fall morgen. Es hat auch jetzt voll angefangen zu regnen und irgendwie fühle ich mich auch nicht so in den Modus rauszugehen. Aber was ich beschlossen habe, ist gleich eine meiner Perücken zu färben. Ihr wisst ja, ich habe 2 lockige Perücken bestellt. Einmal diese hier und eine andere. Und die andere hat ja schon super viele blonde Highlights. Und ich möchte halt die Stellen, die da rum sind, die dunkelhaarigen, auch ein bisschen aufhellen. Ich habe vorhin das schon mal getestet an einer kleinen Probesträhne und das hat super gut funktioniert. Und das war dann so ein Goldblond. Und genau, und jetzt habe ich dann schon mal alles abgeteilt und werde dann gleich die Perücke färben. Ich muss da aber halt, ich mache erst die eine Seite. Und danach mache ich die andere Seite, weil ich die Blondierung nicht so lange auf den Haaren lassen möchte. So schaut es jetzt aus. Ich habe jetzt, wie schon gesagt, hier alle blonden Strähnen rausgeholt, die ich nicht mitfärbe natürlich. Und das hier ist die Probesträhne gewesen. Also das war vorher braun. Und das ist halt so ein, ich würde jetzt mal sagen, goldblond geworden. So, I'm ready. This is my look. Und ich fühle mich ganz cute, ne? So, ich wollte euch dann nochmal das Ergebnis der Färbeaktion zeigen. Und wie man sehen kann, hat es echt gut funktioniert. Die Haare sind auf jeden Fall viel, viel heller geworden. Und es ist jetzt so eine Mischung aus, ja, ich sag mal so, goldblond, goldbraun mit Highlights. Und ja, aber der dunkle Ansatz ist geblieben. Und ich bin super happy mit dem Ergebnis, weil, wie schon gesagt, das andere hat mir nicht so gefallen. Das war mir irgendwie immer noch zu dunkel. Und was halt auch schön ist, die Haare sind trotzdem immer noch super schön, super weich, nicht kaputt. Also die Technik, die ich angewandt habe, hat auf jeden Fall gut funktioniert, dass ich es aufgeteilt habe, dass ich die Blonden alle rausgezupft habe, damit da gar keine Farbe erst dran kommt. Dann nur die dunklen Parts eingefärbt, erst die Seite, das dann ausgespült und dann die andere Seite. Weil sonst wäre das ja auf der Seite länger drauf gewesen und so. Und das hat super funktioniert. Und die Haare sind noch so schön wie vorher. Und ja, und jetzt kann ich die Haare auf jeden Fall so rocken. Ich war auch überlegen, ob ich hier vorne, ich weiß nicht, soll ich das kürzen, aber ich habe schon so viele Pony-Frisuren. Ich will nicht schon wieder einen Pony haben. Ich hatte auch erst überlegt Pony, aber ich glaube, nee, das wird blöd aussehen. Ich bin halt überlegen, ob man es hier vielleicht noch so ein bisschen kürzt. Ein bisschen stufiger. Naja, mal gucken. But I like it.
So, ihr Lieben, ja, wir haben abends und ehrlich gesagt, ich war vorhin noch kurz in der Stadt, habe mir halt die neue Apple Watch angeschaut und sie gefällt mir richtig gut. Sie ist einmal schmaler und es ist halt Gold und ich möchte gerne eine goldene Uhr haben. Deswegen muss sie wohl leider gekauft werden. Aber ja, mal gucken. Aber so hat es mir sehr gut gefallen und dann war ich nochmal bei New Yorker, warum auch immer. Da habe ich aber... Thank you, nichts gefunden und auch nichts gekauft, was ich sehr gut finde, denn ich habe genug Klamotten und ja, ich wisst ihr, was ich die ganze Zeit überlege, ist, ob ich mal so ein Jahr nichts kaufen mache, wirklich nichts kaufen, keine Klamotten, keine Schuhe, nur halt, wenn dann natürlich Kosmetik, wenn die alle wird oder sowas halt, ne, ja, aber mal gucken. Das wäre dann ein Projekt fürs nächste Jahr. Vor allem, wenn halt die Sanierung hier abgeschlossen ist, dass ich dann wirklich nichts mehr kaufe. Keine Möbel, keine Deko, keine Accessoires, gar nichts. Also einfach nur das nutze, was ich in der Wohnung habe. Ja. Why not? Why? Kann man mal probieren. Da würde mich mal interessieren, wie viel Geld ich dann spare. Genau, aber ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich, wenn du neu hier gelandet bist. Und abonniert die Glocke, damit ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann.